Liebe Hobby-Pizzabäcker, heute zeige ich euch, wie ich aktuell meinen Teig mache. Ich möchte dazu sagen, es gibt ganz viele richtig geile Rezepte im Netz. Was für mich immer zählt ist, es muss möglichst einfach sein. Also wenn ich über 5 Tage 3 verschiedene Teige ansetze und sonst was in die Richtung, dann ist das halt nicht einfach, wirklich nicht mein Stil, so wie ich das mache. Deswegen ganz einfach. Wir schauen uns heute an. Wir sehen da auf der Unterlage einen knapp 34 cm großen Kreis, so groß soll die Pizza im Endeffekt werden. Dafür brauche ich 280 Gramm Teig, zumindest so wie ich ihn zubereite. Genau, und da schauen wir uns jetzt an, was ich da reingebe für 4 Teige insgesamt. Als erstes brauchen wir mal eine Waage, nein, noch nicht, und auch eine Form, in der man die ganzen Teige dann, oder eine Schüssel, in der man die ganzen Teige dann schlussendlich kneten. Wir brauchen für 4 Teige 467 Gramm Wasser, wichtig, das muss man wirklich relativ genau treffen, weil ein paar Gramm mehr oder weniger, das macht schon einiges aus, an dem wie der Teig dann von der Konsistenz am Ende des Tages wird. Des Weiteren brauchen wir 1,4 Gramm Trockenhefe. Dazu nehme ich mir eine kleine Waage, eine Feinwaage zur Hilfe, sonst kriege ich das nicht genau hin. Tja, war schon zu viel. Des Weiteren 18 Gramm Meersalz. Das können wir wieder mit der großen Waage machen. Und 14 Gramm Olivenöl. Ihr seht, ihr schmeißt das alles gleich auf einmal direkt in die Schüssel zusammen und so geht es dann auf den ersten Gang, dass das, also ich bin ziemlich faul, wie man gleich sieht, dass das einmal gescheit durchgemixt wird, auf die erste Runde in die Kenwood. Ja, wir sehen jetzt, ich lasse das tatsächlich vom Schneebesen durchmischen, damit sie die Trockenhefe und das Salz alles gescheit auflöst und gescheit im Wasser verteilt. Die Kenwood hat jetzt alles gescheit durchgemixt und jetzt geht es daran, das Alpina Farina Mehl von der Langermühle aus Obergrafendorf dazu zu geben. Also auch da mache ich nichts auf 2, 3, 4 verschiedene Etappen, immer wieder was beistreuen oder sowas, sondern in unserem Fall jetzt brauche ich 718 Gramm Mehl und die fülle ich jetzt einfach direkt ins Wasser hinein. Wie geht es dann weiter? Währenddessen die ganze Sache knetet, richte ich mir schon die Teigboxen her, die Teigbehälter her, und da kommt dann wirklich der ganze Teig, so wie er aus der Mixschüssel, aus der Rührschüssel herauskommt, kommt dann wirklich der ganze Teig auf einmal hinein und dort rastet er dann mindestens 10 Stunden auf der ganz normal zimmertemperierten, bei ganz normaler Zimmertemperatur, wichtig allerdings geschlossen, möglichst luftdicht verschlossen, und ich sprühe ihn dann meistens auch noch einmal ein bisschen mit einem feuchten Wasser von oben ein. So, ihr habt die richtige Dosis Mehl und jetzt geht es wieder zur Kenwood kneten. Da verwende ich jetzt die Stufe 1 beim Kneten von meiner Kenwood Küchenmaschine und lasse den Teig 17 Minuten kneten, und wie es dann auch weitergeht, schauen wir uns gleich an. Mein Teig ist jetzt 17 Minuten lang geknetet worden, ist jetzt auch richtig
Bozza de Masse. Ich habe jetzt hier so eine typische Teigbox, wie man sie aus der Pizzeria kennt. Alternativ kann man natürlich auch irgendwelche Tappertigerl oder so nehmen. Da gebe ich übrigens, wie man sieht, kein Mehl vorher hinein oder sowas in der Richtung, sondern schaue jetzt einfach nur, dass ich mit einer Teigkarte den Teig möglichst ohne Rückstände aus dem Gefäß bekomme und mittig positioniere. Ich drücke ihn dann immer nur ein wenig zusammen. Und wenn ich das erledigt habe, sprühe ich ihn noch einmal gescheit mit an Wasser ein, Deckel fest drauf und so schaue ich, dass jetzt bei ca. 20 Grad bis 22 Grad Raumtemperatur, also ich stehe bei mir immer im Vorraum im Winter, ja, mindestens 10 Stunden, kann aber auch ohne Probleme bis zu 24 Stunden da drinnen gehen, damit er so richtig schön aufgeht. Wir werden das dann sehen, der wird im Endeffekt fast die ganze Teigbox ausmachen und ausfüllen und circa so hoch aufgehen und dann entsteht so richtig schönes, sich selbst ziehendes, farbiges Teiggebilde. Es sind nun gute 10 Stunden vergangen, unser Teig ist schön aufgegangen, ist richtig schön wabbelig, luftig, locker, bewegt sich. Man sieht das auch, wenn man rein sticht, das geht in kürzester Zeit gleich wieder auf. So, den stellen wir mal kurz auf die Seite. Wir brauchen wieder unser Pizzamehl. Auch jetzt nehme ich nach wie vor das Pizzamehl, das bereits vorher erklärt wurde, und mache mal gescheit meine Oberfläche voller Mehl. So, und jetzt geht es darum, den Teig hinauszubekommen. Wir sehen jetzt hier, wie der Teig schöne Fäden zieht. Und da geht es jetzt darum, den Teig möglichst rückstandslos, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Teigbox zu kratzen. Man kann sich da jetzt schon ungefähr vorstellen, wie schön luftig locker der Teig dann nachher wird und dann im Ofen natürlich aufgeht. So, der Teig ist heraus. Ich streue wieder überall Mehl drüber und jetzt geht es dann gleich ans Portionieren. Ich schneide mir da jetzt einmal meinen Teil hinunter, schaue, dass der Teig wirklich rundherum gescheit mit Mehl voll ist. 282 Gramm, gut erwischt, können wir gleich nehmen. So, ich schlage quasi die Ecken rechts und links immer runter, bis das Ganze ein schöner Ball ist. Dann nehme ich das hier hinten und verdrehe es. Und dann kommt das Ganze in die Teigbox wieder hinein. So, zweiter Teig. Wie gesagt, hier ohne weiteres mit ordentlich viel Mehl arbeiten, sonst ist das Ganze relativ eine klebrige Geschichte. Und wir haben ja eh einen sehr hohen Wasseranteil im Teig und dadurch schadet das bisschen Mehl nicht wirklich. So, und fertig sind unsere Teige für später.
So, wir sehen jetzt da schon schön, wie aus den Teigen ja, doch große Kugeln geworden sind. Ganz schön groß, um genau zu sein. Außerdem diverse Zutaten, die ich verwende. Hier drinnen ist zum Ausziehen ganz wichtig, da gibt es eigentlich auch nicht wirklich eine Alternative, das Semola Mehl von der Firma Caputo aus Italien. Das ist nicht wirklich ein Mehl, das ist eine Art Grieß, kann man sagen, oder feiner Grieß, so ein Zwischending zwischen Mehl und Grieß. Da sehen wir auch nochmal das Farina Pizza Alpina Mehl, das ich verwende. Da ganz interessant, die Bio-Knoblauch-Pasta ist aus dem Machfeld vom Bio-Knoblauchhof. Da nehme ich ca. die Hälfte Knoblauch, die andere Hälfte Olivenöl, ein bisschen Salz. Das lasse ich mehrere Tage vorher, beziehungsweise eigentlich immer konstant, fülle ich nur nach, angesetzt. Da entsteht dann eine richtig gute Knoblauchsoße oder Knoblauchpaste mit Öl, Knoblauchöl, so ist es richtig. Für meine Paradeissauce verwende ich übrigens, gibt es beim Merkur und Billa und auch beim Spar, gibt es auch in kleineren Dosen diese Dattelparadeiser in extra dicken Tomatensaft, nicht gewürzt und sonstiges. Was mache ich da? Da gebe ich einfach in einen Mixer gemeinsam mit ein bisschen an Knoblauch und einem frischen Basilikum und einer italienischen Kräutermischung vermische ich das dann. Ja, was haben wir da sonst noch? Normalen Räucherschinken, Salami Milano vom Hofer, da eben die fertige Paradeissauce, die übrigens bitte auch, wenn möglich, 1-2 Tage vorher machen und im Kühlschrank rasten lassen. Hier das abgetropfte Mozzarella. Beide verschiedene Varianten, die ich verwende, sind auch beide vom Hofer. Das ist der Stangenmozzarella, das sind die kleinen Mozzarella-Bällchen. Da gibt es was Spezielles, das ist eine Salami Pastete, das ist eine Peppersalami. Auf einer Margarita finde ich sehr gut einen leichten Blauschimmelkäse dazu. Parmesan immer zum Schluss drüber. Rucola, wer es denn möchte. Ja, und jetzt schauen wir uns an, wie man den Teig auszieht. Ich gebe da relativ viel von diesem Semola Mehl drüber. Dann mit den Spachteln den Teig lockern, vorsichtig mit dem Teig umgehen. Und den dann schlussendlich herausheben. Jetzt auch auf die andere Seite bzw. ein bisschen auf die Unterlage das Semola Mehl. Wir merken jetzt auch schon, okay, das ist ein ganz luftiger, lockerer Teig. Je schöner der Rand aufgehen soll, also der macht jetzt schon hier lauter Bläschen, je schöner der Rand aufgehen soll, umso weniger sollte man den Rand berühren. Ich ziehe das jetzt immer mehr in die Breite. Dann nehme ich ihn hier in der Mitte und ziehe mir die Pizza in die gewünschte Größe aus. Ich habe da auf meiner Unterlage, die am Rande erwähnt auch extrem rutschig ist, einen kleinen Kreis eingezeichnet, ja, wie ich gestern schon erwähnt habe im Video. Und auf diesen schaue ich, dass ich hinkomme. So, dann belegen wir gleich das Ganze. Paradeissauce. Wichtig beim Belegen ist generell, weniger ist mehr. Das heißt, lieber weniger Zutaten, die dann klar hervorkommen, als irgendein Quatsch. Man kann das ein bisschen vergleichen mit einer Malerei. Wenn ich alle Farben zusammenschmeiße, dann kommt irgendwann eine dunkelgraubraune Soße raus und ist keine schöne Farbe mehr da. So ähnlich ist geschmacklich bei einer Pizza. So, wir haben da jetzt einmal Paradeissauce drauf, dann nehme ich als Basis
Man sieht, ich schneide das vorher in so Würfeln. Nimmt man als Basis einige von dem Stangenmozzarella, einige Würfeln, ruhig so nur sporadisch verteilen. Das ergibt dann so einen schönen gepunkteten Look. Dann Mozzarella, Würfelmozzarella, auch ein paar Punkte. Es gibt dann so schöne weiße Punkte drauf auf der Pizza. Dann ist in diesem Fall Schinken gewünscht. Schinken immer zerreißen und kräuseln. Dann die Peppersalami, die legt man einfach nur drauf. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick mit der Salami Milano. Das ist eine größere, relativ dünne Salami. Die formt man hier so zu einem Hütchen. Und das Hütchen stellt man dann in der Mitte oder auch wenn man mehrere nimmt, am Rand außen rundherum drauf. Das hat den Vorteil, durch die hohe Hitze geht der ganze gute Salamisaft in die Pizza über. Und die Salami wird richtig schön knusprig und der Geschmack verteilt sich in der Pizza. So, und jetzt zu guter Letzt, nachdem alle Zutaten drauf sind, Parmesan, wirklich über alles andere drüber. Und bekanntlich isst ihr das Auge mit. 2 Blätter Basilikum. Ob man die jetzt davor oder nachdem man sie in den Ofen gegeben hat, drauf tut, da scheiden sich die Geister. Ich gebe es ganz gerne davor drauf. Kann man natürlich auch danach machen. So, und jetzt sollte das Ganze dank dem Semola Mehlgrieß, wie man sieht, schön auf die Pizzaschaufel drauf gehen. Ich rutsche das dann hier noch immer ein bisschen hin und her, damit das Mehl in den Löchern der Schaufel runterfällt. Man kann dann auch noch die Pizza hier richtig schön groß und rund ziehen und dann geht es in den Ofen. So kommt die Pizza dann aus dem Ofen heraus. Jetzt mit Knoblauch einstreichen. Und mit dem Pizzaschneider aufschneiden. Und dann die fertige Pizza genießen.